diesem Video zeige ich, welche Grenzen für Assistenzgebende in meinem Assistenzalltag gelten. Mit Assistenzgebenden meine ich die Menschen, die mich im Alltag unterstützen, also meine fremden Hände. Assistenzgebende sind die Personen, die ihre Arbeitskraft geben, und Assistenznehmende sind Menschen wie ich, die diese Unterstützung brauchen und selbst bestimmen, was gemacht wird. Mit anderen Worten, die Assistenzgebenden sind die Hände der Assistenznehmenden. Mir ist wichtig zu erklären, wo Grenzen liegen, wie man respektvoll miteinander umgeht und warum Macht und Abhängigkeit eine große Rolle spielen. Es geht nicht um juristische Details, sondern um Respekt und Selbstbestimmung im Alltag der Assistenznehmenden. Für mich fängt alles mit einem einfachen Grundsatz an. Ich als Mensch mit Assistenzbedarf bestimme, was mit meinem Körper, in meiner Wohnung und in meinem Leben passiert. Assistenzgebende sollen mich unterstützen, nicht ersetzen oder übergehen. Das bedeutet, Assistenzgebende dürfen nur das tun, wozu ich Ja sage, und nicht das, was sie von zu Hause gewohnt sind oder für richtig und normal halten. Sie müssen meine Gewohnheiten und Grenzen respektieren, auch dann, wenn es ihnen schwerfällt. Denn sie arbeiten in meinem Zuhause. In ihrer eigenen Wohnung können sie alles so machen und verändern, wie sie es für richtig halten, aber nicht in meiner. Mit anderen Worten, Assistenzgebende dürfen nicht versuchen, Assistenznehmende umzuerziehen. Auch nach jahrelanger Zusammenarbeit dürfen Assistenzgebende ihren Willen dem Menschen mit Assistenzbedarf nicht aufzwingen. Da ich als Assistenznehmender auf Hilfe angewiesen bin, müssen Assistenzgebende bewusst mit ihrer Rolle umgehen. Durch ihr Handeln darf bei mir kein Gefühl von zusätzlicher Abhängigkeit oder Bevormundung entstehen. Das muss ihnen immer bewusst sein, sonst muss das Assistenzverhältnis beendet werden. Im Alltag eines Assistenznehmenden verbringen Assistenzgebende und der Mensch mit Assistenzbedarf viele Stunden miteinander. Sehr oft entsteht dabei ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist völlig okay. Lachen, reden und sich austauschen gehört für mich dazu. Ich arbeite mit meinen Assistenzgebenden gerne auf einer freundschaftlichen Basis, denn das macht den Assistenzalltag für alle Beteiligten viel angenehmer. Aber hier gibt es Grenzen. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Assistenzgebende bei mir ihre privaten Probleme abladen und damit meinen Alltag voll spammen. Ich habe immer ein offenes Ohr für meine fremden Hände, aber das Privatleben meiner Assistenzgebende darf meinen Tag nicht belasten. Da ich ein sehr empathischer Mensch bin, reagiert mein Körper durch die Spastik extrem auf unausgeglichene oder gestresste Assistenzgebende, beziehungsweise auf gestresste Menschen allgemein. Das ist für mich enorm anstrengend und auf Dauer nicht auszuhalten. Assistenzgebende dürfen ihre Assistenznehmenden nicht emotional beeinflussen oder vereinnahmen. Ihnen muss immer bewusst sein, dass Assistenznehmende ihre Vorgesetzten sind und nicht eine private Freundin oder ein privater Freund. Meine Wohnung ist mein privater Raum. Auch wenn sie für die Assistenzgebenden ein Arbeitsplatz ist, bleibt es mein Zuhause. Sie dürfen Dinge nur auf- oder umräumen, wenn ich es ausdrücklich sage. Etwas einfach zu benutzen, mitzunehmen oder zu durchsuchen, ist tabu. Das geht nur mit meiner Erlaubnis, sonst ist es ein massiver Eingriff in meine Privatsphäre. Denn Assistenznehmende haben trotz Hilfebedarf ein Recht auf Geheimnisse und einen geschützten Raum. Persönliche oder intime Dinge fallen unter Schweigepflicht, bleiben vertraulich und dürfen nicht weitergegeben werden. Ohne meine Zustimmung darf nichts weiter erzählt oder gezeigt werden. Da Assistenznehmende und Assistenzgebende im Alltag sehr eng zusammenarbeiten, ist ein respektvoller Umgang wichtig. Gute Assistenz bedeutet nicht nur Körperpflege und praktische Hilfe, sondern auch eine Kommunikation auf Augenhöhe. Assistenzgebende dürfen nicht das Tempo oder den Ablauf bestimmen und dabei die assistenznehmende Person überfordern oder übergehen. Gleichzeitig darf die assistenzbedürftige Person ihre Assistenzgebenden nicht behandeln, als wären sie Sklaven. Auch Assistenzgebende haben Grenzen und brauchen Selbstschutz. Sie sollen sagen, wenn sie etwas nicht tun können oder dürfen. Niemand muss Aufgaben übernehmen, die strafbar, erniedrigend oder nicht vereinbart sind. Professionell sein heißt, gut mit sich selbst und mit mir umzugehen. Wichtig ist,
Grenzen zu haben bedeutet nicht, heimlich Regeln zu ändern. Wenn sich etwas ändert, muss offen darüber gesprochen werden. Assistenz funktioniert nur, wenn beide Seiten ehrlich sind.